Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Ich lag schon wieder flach, deswegen muss ich ein bisschen auf meine Stimme aufpassen, aber dennoch zeige ich euch heute wieder was Cooles, und zwar das Brightness Control Net. Da habe ich sehr viel mit in letzter Zeit rumgespielt und da kann man schon sehr, sehr coole Sachen mitmachen. Und bevor wir dann anfangen, finden tut ihr das Ganze hier. Das ist ein Control Net, welches ihr euch runterladen müsst. Link packe ich natürlich in die Beschreibung. Und wenn ihr hier auf der Seite seid, geht ihr auf Files and Versions und dann müsst ihr euch dieses Diffusion PyTorch Model.SafeTensors runterladen. Das ist 1,45 GB groß, das schmerzt ein bisschen, die Platte läuft immer voller und voller, aber es hilft ja alles nichts. Und runterladen tut ihr euch das in euren ComfyUI Folder unter Models und da gibt es einen ControlNet Folder. Ich habe noch Subfolder gemacht bei mir nach Stable Diffusion 1.5 und SDXL. Ihr braucht es aber einfach nur hier reinpacken oder erstellt euch halt selber auch solche Folder. Und dann ist das Ganze nämlich, wo haben wir es? Hier oben. Ihr müsst beim Runterladen die Datei am besten noch umbenennen, weil die kommt natürlich in diesem Namen hier runter, Diffusion PyTorch Model Safe Tensors. Ich habe mir einfach für den Dateinamen hier oben die Bezeichnung des Repositories genommen und dann reingepastet und runtergeladen. Und dann hatte das Ganze die richtige Beschreibung. So, das als Start. Und was kann man denn da jetzt mitmachen? Brightness Control ist dafür gedacht, eine Helligkeit oder auch Dunkelheit eines Bildes in die Image-Generierung mit einzubeziehen. Und das sieht man am besten in Beispielen und deswegen fangen wir jetzt mal an. Ich sage mal hier Load Default, dann haben wir direkt einen Stable Diffusion Default oder ComfyUI Default Aufbau. Ich mache mir die Note hier immer gerne mal ein bisschen größer, weil die Checkpoints kann man ja sonst nicht laden. Ich wähle hier schon mal unseren Epic Realism aus. Was ich auch immer am Anfang ganz gerne mache, ist aus der VAE hier ein Reroute zu machen und die schon mal nach hier hinten hin zu verbinden, weil ganz einfach aus dem Grund, wir können hier dann später sagen, wir wollen ein Load VAE dazu nehmen. So, brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Obwohl, doch brauchen wir eigentlich schon, weil Epic Realism, glaube ich, keine Baked-In wirklich hat. Können das dann dahin connecten. Weil, sind wir mal ehrlich, das Model, das können wir hier umändern. Da brauchen wir keine weitere Node. Clip, eher unwahrscheinlich. Falls ihr mit anderen Clip-Models oder so arbeitet, dann ja, sehr gerne auch hier einen Reroute reinsetzen. Aber die VAE, die möchte man vielleicht doch gerne mal switchen können während der Bildgenerierung. Und wenn man sehr viele VAE-Decodes und VAE-Encodes hat am Ende, dann kann das schon sehr lästig sein, wenn man dann plötzlich aus einem VAE-Loader alle wieder verbinden möchte. Deswegen packt euch am Anfang eine Reroute hier rein. Dann braucht ihr nämlich nur noch hier umswitchen und die ganzen Verbindungen danach bleiben einfach bestehen. So, gut. Wir nehmen noch ein paar Einstellungen vor. Und zwar möchte ich hier schon mal den Sampler ändern und den Scheduler. Dann würde ich sagen, gehen wir hier auch auf Fixed schon. Prompts passen wir gleich an. Ich glaube, ich brauche keine Sicherheitsprompts hier an der Stelle. Was ich aber gerne noch machen würde, ist, ich möchte kein Latent Empty Image haben, sondern bequemlichkeitshalber aus den Comfy Roles das Stable Diffusion 1.5 Aspect Ratio, weil ich mir eine 4:3 Landschaft generieren möchte. Nehmen wir 4:3, 3:2. Wir nehmen 4:3. Hängen das als Latent hier oben rein. Schieben uns das ein bisschen zurecht. Und die Save Image Node möchte ich gerne auch mal austauschen gegen ein Image Save. Das heißt andersrum, glaube ich, Save Image, oder? Ne, das ist ja die richtige. Wie war das? So. Schwupps, weil hier kann ich mir einen Folder bequem angeben und sage nämlich einfach Brightness. Dann habe ich die Bilder, die wir jetzt gleich hier erzeugen. Direkt im richtigen Ordner für Thumbnails und so später. Ne, ihr wisst schon Bescheid. Und hier machen wir einfach mal ein Preview-Image. Ziehen das schon mal ein bisschen größer, damit wir gleich was sehen. Und dann fangen wir mal an. Als allererstes
hätte ich ganz gerne hier a beautiful landscape mit Mountains, Clouds, Blue Sky. Dann hätte ich gerne noch Trees, Green Meadows und Houses. Und hier unten einfach, damit es ein bisschen schöner wird, sagen wir mal Horror. Das verschönerte die Prompts schon sehr stark. Ich gucke mal, ob wir hier alles richtig eingestellt haben. Das sieht ganz gut aus. Wir geben einfach mal einen Versuch und dann schauen wir uns mal an, ob das, was wir generieren als Basisbild, schon gut ist. Das sieht schon nicht verkehrt aus. Das können wir so lassen. Damit arbeiten wir mal. Gut. Brightness Control. Die ganze Geschichte müssen wir hier zwischenklemmen. Und da fangen wir erstmal an mit einem Control Net Apply, wie wir es von Comfy UI kennen. Sagen hier, wir möchten die Conditions einmal dazwischen hängen, beziehungsweise das Control Net in die Conditions. Ich überlege gerade ein bisschen hier, dass es ein bisschen übersichtlicher bleibt. So, wir brauchen einen Control Net Loader natürlich. Hier können wir schon mal unser Brightness Control Net nehmen. Da ist es. Die Note können wir ein bisschen größer ziehen, damit man das noch gut lesen kann hier. So. Und wir brauchen natürlich ein Image. Und zum Generieren des Images, also ein Image mit den Helligkeitsinformationen, nehme ich aus den Comfy Roles unter Graphics, Text, Draw Text. Das hat nämlich, ja, damit können wir nämlich Text zeichnen lassen und ich möchte gleich mal euch mal zeigen, wie wir Text in das Bild reinrendern können, aber so, dass es aussieht, als würde es einfach zum Bild dazu zugehören. Und da müssen wir ein paar Einstellungen hier vornehmen. Ich nehme einmal Impact als Font und damit wir uns das schon mal richtig in die Größe konvertieren können, lagern wir das einmal aus. Und jetzt können wir nämlich hier oben auch aus den Aspect Ratios einmal die Weite und die Höhe hier runter übernehmen und nehmen das schon mal als Bild, welches wir in unser Control Net reinschicken. Damit wir mal sehen, was wir hier überhaupt treiben, machen wir einmal Preview Image. Ich mache den ganzen Chose da oben erst einmal aus. So, damit wir uns nämlich jetzt mal hier ein schönes Textbild erzeugen können. Und dafür gehe ich einmal hier auf Autocue, drücke Start. Ja, das war dumm. Die brauchen wir natürlich. Das ist eine Abhängigkeit. So. Blub. So, jetzt haben wir Autocue. Als allererstes sagen wir jetzt mal, wir wollen die Font Color White haben. Dann sehen wir unseren Text. Und jetzt schreibe ich hier mal rein. Have a beautiful day. So. Jetzt können wir das Ganze ein bisschen größer machen. Hier mit der Font Size. Ziehen wir ein bisschen ran. So, wir sagen noch ein bisschen mehr Abstand zwischen den Lines. Und das sieht doch ganz gut aus, oder? Damit können wir, glaube ich, arbeiten. Dann machen wir den Autocue wieder aus. Und machen die ganze Geschichte hier wieder an. Gucken, dass ich keine andere Note dazwischen erwische. Nein, das geht mit Steuerung M. Und da fällt mir das wieder auf. Wie immer natürlich, Entschuldigung, Moment. So. Steuerung M. Jetzt ist es wieder da. So. Gut. Und dann schauen wir mal, wie sich die ganze Geschichte jetzt verhält. Ich drücke einmal auf Start. Es rattert los. Und da sehen wir schon, wie in die Bildgenerierung hinein unser Text erscheint. Und das ist natürlich extrem hässlich. Machen wir uns nichts vor. Das ist Mist. Jetzt können wir mit der Standard-Note vom Control Net natürlich nur die Stärken anpassen. Das machen wir mal eben. So, dann kommt sowas bei rum. Das ist schon ein bisschen interessanter, ne? Wir sehen hier, er fängt jetzt an, die Wolken mit einzubeziehen. Hier unten die Wiesen. Unser Beautiful ist auch jetzt in den Bergen drin. Die können wir übrigens nochmal per Prompt ein bisschen verstärken, indem wir sagen Snow Covered Mountains. Es gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Spielraum. Ja, es hat jetzt so ein bisschen was von Mount Rushmore irgendwie.
ist noch nicht. Und hier unten, ja, das ist, was ist hier passiert? Paralleldimension. Es ist nicht wirklich schön, oder? Wir können natürlich noch mal ein bisschen hier gucken, dass wir die Stärke runterdrehen. Das ist schon, ja, man sieht so ein bisschen leicht noch. Meist wird es dann immer deutlicher, wenn man rauszoomt. Aber worauf ich hier eigentlich hinaus will, ist, wir sehen schon, mit der normalen Apply Control Net Node haben wir nicht sehr viel Einfluss auf das Ganze. Jetzt bietet uns ComfyUI selber aber auch noch an, dass wir ein ControlNet Apply Advanced verwenden können. Hier haben wir schon ein bisschen mehr Möglichkeiten. Wir hängen das mal um. Jetzt brauchen wir auch unsere Negatives hier inzwischen. Klemmen das mal da rein und das da. Wir hängen das ControlNet da rein und unser Image, beziehungsweise unseren Text. Das ist ja unser Image gerade. Und das verhält sich natürlich erstmal hier oben von der Stärke her genau wie die andere Node. Können wir einmal laufen lassen. Hier sehen wir auch schon, das ist nicht sonderlich schön. Es gibt noch ein paar andere Tweaking-Möglichkeiten, die man hier auch machen kann. Noch hier in dieser Node, aber wir bleiben jetzt erstmal hier bei der. Was wir hier nämlich noch zusätzlich machen können, ist, wir können Time-Stepping aktivieren. Also bei 10% soll er anfangen und bei 90% aufhören. Dann sehen wir hier schon in der Image-Generierung, dass es schon besser wird. Das können wir uns nochmal angucken. Hier unten bei unserem Day, das ist aber schon ein ganz schöner Effekt. Wenn wir rausscrollen, sehen wir können das Day lesen. Wenn wir reinscrollen und reinzoomen, dann sehen wir aber hier auch nur irgendwie Häuser, die aus irgendeinem Grund mit Schnee bedeckt sind und die anderen nicht. Egal. Beim Beautiful ist es auch so der ähnliche Effekt. Das sieht hier aus der Zoom-Stufe aus wie schneebedeckte Berge und eine Wüste. Wenn wir aber rauszoomen, sehen wir das Beautiful. Also das macht schon einen großen Unterschied zu der normalen Node, die wir hier verwenden können. Was ich jetzt eben meinte, ist mit zusätzlichen Angriffspunkten noch hier in dieser Geschichte ist, wir haben ja jetzt gerade pures Weiß. Wir können aber auch hingehen und sagen, wir möchten zum Beispiel einen Grauton nehmen. Dann wird das Ganze ein bisschen dunkler und nimmt auch Einfluss auf das Bild. Zum Beispiel hier unten sehen wir schon, das Day hat sich verändert. Wir haben jetzt hier nicht mehr so viel Schnee. Ne, es ist ein bisschen mehr grün geworden. Trotzdem beim Rauszoomen sieht man es noch. Wir können noch mal ein Stück dunkler machen. Das ist jetzt Dark Gray. Hat sich jetzt hier geändert. Na, der Schnee ist noch ein bisschen weniger geworden wieder. Wenn wir aber rauszoomen, können wir noch unser Have a Beautiful Day sehen. Ne, das sind noch so Tweaks, die wir hier machen können. Und wenn wir die hier auf Custom stellen, können wir sogar hier noch Hex-Werte angeben. 6 mal F ist der höchste Wert. Sagen wir mal 6 mal E. Dann kriegen wir auch einen Grauton. Also nicht ganz so hell, aber heller als der vorher ist, sehen wir hier wieder. Es ist Schnee hinzugekommen. Wir können nochmal trotzdem einen anderen Seed ausprobieren. Vielleicht ist es dann mit dem Schnee ja ein bisschen besser oder den Prompt anpassen. Vielleicht sollten wir dann doch nicht Snow-Covered Mountains nehmen. Wobei ihr aber gesehen habt, dass wir hier schon Einfluss drauf nehmen können, wenn wir die Farbe an sich dunkler machen. Ja, es hat sich schon wieder alles ein bisschen geändert. Und zwar in die Richtung, dass wir natürlich unsere Schrift sehr hell haben. Können wir sogar noch mal ein bisschen noch einen Ticken dunkler machen. Aber es gibt eine Sache, die an dieser Image-Generierung bzw. mit dieser Node stört. Und zwar ist das sehen wir hier ganz gut. Wir kriegen nämlich über das Brightness Control an der Stelle auch den schwarzen Hintergrund mit. Deswegen sieht der Rest sehr dunkel aus, während die Schrift sehr hell ist. Und hier kommt dann eigentlich die nächste Node ins Spiel, beziehungsweise das ist ein Node Package. Und zwar ist das Advanced ControlNet. Wir nehmen mal hier Apply Advanced ControlNet. Und bevor wir das verbinden, zeige ich euch mal eben, wie ihr das kriegen könnt. Geht in den ComfyUI Manager, Install Custom Nodes und sucht mal nach ControlNet.
Und zwar ist das dann hier von Cosync Kadink, die Comfy UI Advanced Control Nets. Dazu gibt es auch eine GitHub-Seite, natürlich. Hier ist noch ein bisschen Beschreibung, könnt ihr euch gerne durchlesen. Das Ding kann nämlich noch viel mehr, auch gerade wenn es im Bereich Animationen und so geht. Da kann man sich auch ein bisschen mit beschäftigen, ein bisschen rumprobieren. Allerdings ist die Dokumentation hier an der Stelle auch noch nicht ganz fertig, wenn man mal nach ganz unten scrollt. Hier, there are more notes to document and show usage. We'll add this soon to do. Es ist wirklich eine mächtige Control-Net Suite an der Stelle, aber ist von der Dokumentation her noch nicht ganz fertig. Nichtsdestotrotz kann man sie schon super verwenden. So, jetzt klöppeln wir uns mal alles hier zusammen, was die Node gerne haben möchte. Und zwar nehmen wir mal die Positives, Negatives, und das passiert mir immer wieder hier, wenn man da nicht genau trifft. So. Und wir brauchen das Control-Net. Wir brauchen unser Image. Und jetzt sehen wir hier nämlich eine große Stärke dieser Node, wie ich finde. Wir haben hier nämlich einen Mask-Input. Und das nutzen wir direkt mal schamlos aus. Und sagen, wir brauchen hier ein bisschen mehr Platz, damit das ein bisschen ordentlicher ist. Die nehmen wir mal nach da. Wir sagen jetzt hier nämlich einmal, wir möchten eine Mask-to-Image-Node haben. Die findet er so nicht. Dann nehmen wir das hier raus. Mask-to-Image. Und das war total dumm, weil wir brauchen natürlich eine Image-to-Mask. Die hat er bestimmt vorgeschlagen, oder? Nee, hat er nicht. Hallo? Bleibt doch mal offen, während ich hier tippe. Image-to-Mask. So, die meinte ich. Können wir ein bisschen kleiner machen. Und die können wir jetzt da oben schon mal reinhängen. Wenn ihr euch wundert übrigens, warum ich hier den Channel Red lasse, ist egal, was er hier eigentlich auswählt, außer Alpha. Weil wir haben ja Grautöne oder Weiß. Und Rot ist ein Bestandteil von Weiß. Deswegen funktioniert das. Wir können uns die Maske hier auch gerne schon mal angucken, indem wir jetzt sagen Mask to Image. Bei dem Schritt war ich gedanklich eben schon. Auch ein bisschen kleiner machen. So. Und dann können wir uns die angucken. Und das Ganze lassen wir jetzt nochmal laufen. Und hier sehen wir nämlich, dass wir eine Maske haben, die unserem Text sehr ähnlich ist. Und was wir hier direkt auf Anhieb sehen können, ist, dass wir die dunklen Stellen im Bild eliminiert haben und nur noch im maskierten Bereich, der ja unsere Schrift ist, jetzt hier wirklich den Effekt haben, den wir haben wollen. Nämlich, dass die Schrift hell ist und mit reingerendert wird, aber der Rest des Bildes bleibt unangetastet. Und jetzt können wir hier natürlich auch wieder sagen, wir möchten ein bisschen mit der Stärke experimentieren. Da müssen wir uns immer ein bisschen rantasten. Wir wollen das Time-Stepping aktivieren hier. Ich sag mal hier 0,95. Gucken mal, was das für Auswirkungen hat. Ja, das ist schon fast zu wenig Stärke. Ich glaube, wir gehen mal mit 1 an die Geschichte ran. Wir eigentlich schon fast hier ein bisschen mit dem Time-Stacking rumspielen. Aber ihr seht schon, dass die Bilder wesentlich schöner werden. Guck mal eben. Wir nehmen nochmal einen anderen Seed, der vielleicht ein bisschen besser passt jetzt wieder. Ist auch immer ein bisschen Glückssache. Der. Nee. Da geht mir das A ein bisschen zu sehr unter. Wir gehen gleich nämlich nochmal einen Schritt weiter. Da ist mir zu viel Himmel. Das ist leider so. Man muss auch ein bisschen einen Seed haben, der dazu passt. Aber wenn man so ein bisschen Grundeinstellungen hat, dann geht das schon ganz gut auf mehrere Bilder. Vielleicht nehmen wir mal hier die Clouds raus. Ich glaube, er konzentriert sich gerade ein bisschen zu sehr auf die Clouds. Ja. Das ist schon mehr die Richtung.
gucken wir eben die Lesbarkeit. Einen mache ich noch, dann zeige ich euch den nächsten Schritt. Ja, wir gehen mal weiter, weil wir können es noch ein bisschen verfeinern. Und zwar, wenn wir einmal hier in den Weights Override gehen, dann haben wir hier auch aus der Advanced Control Net Suite die Scaled Soft Control Net Weights. Die ganze Geschichte sieht so aus. Und zwar ist die eigentlich, glaube ich, eher für Animationen gedacht. Die hat aber doch schon einen guten Einfluss auf die Bildgenerierung auch. Und zwar würde ich hier einfach mit einem Wert von 0,9 reingehen an der Stelle. Und wir müssen sagen Flip Weights. Das kann ich einmal kurz zeigen. Wenn wir es nicht machen, verschwindet nämlich mehr oder weniger unser Text im Bild. Na, man sieht es hier noch so, glaube ich, ganz grob in der Mitte, aber sind wir mal ehrlich, da sehen wir nichts. Wenn wir jetzt allerdings Flip Weights machen, dann wird die ganze Geschichte sehr schön in unser Bild integriert. Wir können nochmal den Nah-Check machen. Das ist für mich noch ein bisschen zu sehr lesbar im Nah-Check. Das hängt aber am Seed. Nichtsdestotrotz haben wir hier wirklich einen sehr schönen und smoothen Übergang. Nehmen wir mal das Time-Stepping ein bisschen zurück. Ja, jetzt können wir natürlich hier unten wieder hingehen und sagen, wir wollen jetzt vielleicht ja doch wirklich das White haben, dass wir es jetzt richtig stark durchscheinen lassen. So, damit haben wir noch Einflussmöglichkeiten. Wir können aber auch, da wir hier mit einer Maske arbeiten, können wir hingehen und zum Beispiel sagen, wir möchten die Maske ein bisschen weich zeichnen, also Feathering oder Blurring der Maske betreiben. Und zwar packe ich da mal ein Blur rein, ein Mask Blur. Und an der Stelle, Moment, ich verbinde das mal eben schnell so schwupps und da hoch. So, wird das alles ein bisschen unschön hier, ich weiß. So. Ja. So nämlich. Der Mask Blur kommt aus den Comfy UI Essentials und auch die findet ihr, wenn ihr nach Essential sucht. Dann gibt es hier die Comfy UI Essentials. Das ist eine kleine, aber sehr, sehr feine Sammlung an nützlichen Nodes, die übrigens auch von, ihr seht es hier oben, Cubic, das ist Matteo, der Entwickler der IP Adapter Plus Suite auch. Die hegt und pflegt er auch immer mal wieder. Und das heißt immer mal wieder, eigentlich sehr regelmäßig. Und da kommen echt ein paar coole Nodes immer mit, die sehr, sehr nützlich sind. Nur mal als Tipp so, ihr könnt natürlich auch Feathering Nodes oder Mask Blur Nodes von anderen Suites nehmen, je nachdem, wie ihr wollt. Aber der Effekt, den wir hiermit noch erzielen können, ist natürlich, dass wir sehen es hier unten, die Maske ist jetzt ein bisschen geblurrt, weich gezeichnet und das sorgt natürlich dann dafür, dass wir auch eine wesentlich bessere Integration ins Bild selber haben. So, jetzt kann man hier ein bisschen mit den Stärken und alles rumspielen, bis es einem am Ende passt. Ja, 0,8 ist es noch lesbar. Vielleicht gehen wir mal auf 0,85 hoch und ich nehme trotzdem mal einen anderen Seed. Ja, der ist ein bisschen schöner. Genau. So, jetzt ist das Ganze natürlich hier noch ein bisschen, ja, ne, wenn wir mal reingucken. Wir öffnen es einmal im Browser. Das ist die Größe. Das ist irgendwie noch alles ein bisschen unschön. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall noch sagen, wir gehen in einen Second Pass. Das heißt, wir nehmen uns nochmal einen K-Sampler. Ich drücke Steuerung C zum Kopieren und mit Steuerung Shift V füge ich den wieder ein, weil dann bleiben die Verbindungen nach vorne bestehen. Jetzt hängen wir nur hier einmal den Latent hier rüber und den Latent darüber. Jetzt haben wir einen Second Pass generiert, das heißt, wir schicken das Bild nochmal in ein Sampling rein. Allerdings
machen wir das mit einem Denoise von 0,3 bis 0,35 so etwa. Ich gehe mal mit 0,3 rein. Den Seed können wir hier an der Stelle auch mal auf Randomized stellen. Und wir nehmen uns nochmal ein ControlNet oder ein Advanced ControlNet hier von vorne. Drücke auch hier Steuerung C, Steuerung Shift V, damit alles verbunden bleibt. Hier ziehen wir uns einmal den Positive und den Negative Prompt rüber in unseren Second Pass und reduzieren hier an der Stelle einmal so um die Hälfte, grob gesehen, die Stärke und lassen das Ganze einmal laufen. Ich glaube, das ist zu groß, oder? Die VAE haben wir angepasst. Ja. Guck mal eben, warum das hier so grummelig aussieht. Müssen wir hier doch mit ein bisschen mehr Denoise reingehen. Ja, okay, daran lag es. Ein bisschen mehr Denoise. Das war zu wenig. Aber jetzt ist das Bild schon schöner als vom ersten Sampling. Nein. Ich habe doch hier Steuerung C. So, dann Comfy, was machst du denn da? So, wir gucken uns mal die im Vergleich an, die beiden Bilder. Das untere wird jetzt das Bild aus dem ersten Pass werden. Das obere aus dem zweiten Pass. Und es wird ein bisschen, es blendet noch ein bisschen mehr über, wie man sieht. Hier oben vor allem in den Wolken. Die Buchstaben blenden ein bisschen besser über. Ich muss gerade die Buchstaben suchen. Hier sehen wir sie wieder. Wenn wir reinscrollen hier beim Beautiful. Wenn man es weiß, dass das ein A ist, erkennt man es oder das ein B. Aber ansonsten glaube ich nicht. Ja. Das Second Pass könnte übrigens auch ein Upscaling sein oder so. Aber der Bequemlichkeit halber ist es natürlich besser, dass wir mit denselben Größen hier arbeiten. Beim Upscaling müsst ihr dann vielleicht auch nochmal die Geschichten hier hochskalieren und dann reingehen. Aber ja, damit kann man sehr, sehr coole Sachen machen und Dinge übereinander blenden lassen. Das funktioniert ja nicht nur mit Text. Das ist auch schön hier mit diesem Nebel da im Hintergrund. Guck mal. Auch ziemlich schön geworden. Hier hinten sieht man die Buchstaben nicht mehr. Das Day, wenn man es weiß, ja, kommt raus. Wenn man allerdings rausscrollt, sieht man die Schrift. Und das geht halt mit allem, was ihr mit Weißtönen oder mit Masken dann erstellen könnt. Also ja, auch für QR-Code-Erstellungen und sowas kann man das Ganze verwenden. Allerdings, QR-Code ist noch eine ganz andere Geschichte. Da bin ich bisher auch gescheitert. Also entweder man kriegt eine lesbare Variante des QR-Codes, aber das Bild ist eher unschön, oder man kriegt ein schönes Bild und es ist nicht mehr lesbar. Aber theoretisch gesehen könnt ihr mit den Brightness Controls auch QR-Codes reinrendern lassen, weil es sind ja mehr oder weniger auch nur ja, Schwarz-Weiß-Bilder. Ne? Aber für Texte funktioniert das schon mal einwandfrei. Wir können auch noch mal gucken, ob wir vielleicht einmal hier den Prompt ändern. Corridor in Spaceship Hightech Intricate. Die habe ich übrigens beim Prompt eben weggelassen, ne? Intricate und sowas. Das verbessert euer Bild natürlich auch nochmal um Längen, wenn ihr dann noch ein bisschen stilistische Beschreibungen betreibt. Smoke Raising. Wir nehmen es jetzt einfach mal mit rein. High Details, Cinematic. Und gucken mal, was passiert. Ja, auch hier funktioniert es ziemlich gut. Das kommt dann auch immer auf den Seed wieder drauf an, den man nimmt und auf die Beschreibung. Aber so vom Überblenden her richtig nice. Hier würde ich sogar schon dann fast wieder sagen, wir nehmen mal ein dunkleres Grau. Wir sind ja hier oben auf White. Wir gehen mal wieder auf Custom. Dadurch wird das alles ein bisschen dunkler.
Das ist vielleicht sogar noch zu hell. Gehen mal mit Bs rein. Ja, und so kann man sich dann rantasten, um richtig, richtig coole Bildergebnisse zu erzielen. Wechseln noch einmal das Model. Ich glaube, das Absolute Reality war ein bisschen besser dafür. Aber ich denke, ihr seht den Einsatzbereich und wie das Ganze funktionieren kann. Wir haben super viele Möglichkeiten, das Ganze zu tweaken. Was kriegen wir jetzt für ein Bild? Können wir es noch lesen? Na, da ist die Stärke ein bisschen zu wenig. Nichtsdestotrotz ist es ziemlich interessant, wie er das Ganze jetzt hier reingerendert hat. So ist es gar nicht zu sehen. Hier ist es wieder so ein bisschen erkennbar. Da könnte man dann auch wieder mit einem anderen Grauton reingehen. Also wir haben super viele Möglichkeiten, hier Einstellungen vorzunehmen. Und zwar hier einerseits die Stärken an sich. Können wir ja noch mal ein bisschen drauf geben vielleicht. Ah, schon zu viel. Die Stärke, wir haben das Time-Stepping an der Stelle. Wir haben die Möglichkeit, die Maske hier noch ein bisschen weicher zu gestalten. Da kann man auch sogar mehr nehmen. Noch, ne? Wir sind jetzt hier nur auf 6 unterwegs, 6 Pixel. Kann man hoch und runter schrauben. Wir können hier unten angeben, wie viel weiß es wirklich sein soll oder ob es eher grau sein soll. Und das alles nimmt Einfluss dann letztendlich auf das Bild, welches wir erhalten, und das sind halt super viele Einstellungen. Wenn man da erstmal für das Motiv, was man gerade machen möchte, den richtigen Prompt erwischt hat, den richtigen Seed erwischt hat und hier unten alle Einstellungen und alle Parameter so ein bisschen mit rumgespielt hat, geguckt hat, wie das Bild sich verändert und anpasst, dann kann man da richtig, richtig coole Ergebnisse mit erzielen. Also Bilder, auch nach dem Upscaling, wo man, wenn man nah ranzoomt, im Detail nicht vermutet, dass sich da ein Buchstabe versteckt. Aber wenn man dann rauszoomt, findet man halt doch so eine Hidden Message an der ganzen Geschichte. Und das ist schon ziemlich nice. Wie zum Beispiel hier unten das Day. Ne, das sieht hier aus wie Lichtreflexion. Die Buchstaben hier, gut, das hat ein bisschen, ja, es hat ein bisschen irgendwie, das könnte auch eine Lichtreflexion sein. Ein bisschen tweaken hier und da und dann kann man da richtig coole Ergebnisse mit erzielen. So, jetzt habe ich trotz meines angeschlagenen Halses doch schon wieder so lange gequatscht. Ich hoffe dennoch, ihr habt Spaß mit dieser Technik und könnt richtig coole Kreationen damit raushauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln, beim Experimentieren und Rumspielen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin macht es gut und tschüss!